Heute nähen wir eine Steppjacke aus dem Nähbuch Nähen für mich Outfit of the Day zum Wenden. Das Nähbuch findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana und heute zeige ich euch, wie ihr eine richtig coole Steppjacke nähen könnt, die sogar zum Wenden ist. Die sehr coole, trendy und kastig geschnittene Jacke setzt du aus zwei verschiedenen Stoffen zusammen. Innen und außen gerne einen kontrastreichen Stoff wählen, denn dann ist das Wenden besonders spaßig. Und das Ganze wird dann mit einem Schrägstreifen abgerundet. Auch da, du kannst entweder den Schrägstreifen selbst zuschneiden und wählst dafür einen Stoff, den du magst, oder du kaufst ein vorbereitetes Schrägband. Beides geht und ich zeige dir, wie es genau funktioniert. Auch zeige ich dir, wie das Quilten geht. Das ist ganz einfach. Du brauchst nur noch eine Wattierung für deinen Stoff, aber dazu findest du alle Angaben im Nähbuch. Oder wenn dir das zu viel Aufwand ist und du schon einen schönen vorgequilteten Stoff gefunden hast, dann geht das natürlich auch. Dann kannst du die Quiltschritte einfach überspringen. Ja, das Schnittmuster ist eben aus unserem Nähbuch Nähen für mich Outfit of the Day, das wir zusammen mit dem EMF Verlag herausgebracht haben. Darin enthalten sind 12 richtig coole Schnittmuster, die ganz viel Spaß beim Nähen machen. Wenn du das Buch noch nicht hast, dann solltest du es dir schleunigst besorgen oder ganz einfach über den Link unten in der Beschreibung herunterladen als E-Book. Besonders schön ist natürlich die Variante, die gebunden ist, denn da findest du auch die Papierschnittmuster natürlich hier hinten im Umschlag. Wenn dann alles vorbereitet ist, dann würde ich sagen, befolge meine Anweisungen, die ich hier habe, Schritt für Schritt und nähe direkt mit. Dann kann nichts schief gehen und du kannst auch nichts vergessen. Und bevor ich dir jetzt ganz viel Spaß wünsche, like und kommentiere doch bitte noch dieses Video, wenn es dir gefällt, und abonniere auch unseren Kanal, denn dann kannst du keinen Teil der nächsten Schnittmuster-Kollektion und der dazu passenden Videoanleitung mehr verpassen. Ganz viel Spaß beim Nähen! Auf einen eurer Stoffe müsst ihr jetzt auf die rechte Seite alle Quiltlinien aufzeichnen, wenn ihr das Quilten selbst übernehmen möchtet. Das sind gerade Linien, die habe ich mit einem Lineal markiert und dafür einen Kreidestift verwendet. Der sollte sich auswaschen lassen oder auch wie meiner hier ausbügeln lassen. Und dann ist ja ein Teil mit dem Volumenvlies beklebt und das andere Teil, was dahinter kommt, hier bei mir der gepunktete Stoff, der nicht. Also eine Lage ist beklebt und eine unbeklebt. Beide Lagen lege ich dann mit den linken Stoffseiten aufeinander und stecke sie einmal komplett fest, so dass sie überall Kante an Kante abschließen. Das könnt ihr jetzt im nächsten Schritt einmal mit allen euren Teilen machen. Ich zeige euch das hier bei diesem kleinen Teil an der Tasche, aber für jedes Teil, was ihr habt für eure Jacke, müsstet ihr das einmal genauso vorbereiten. Die markierten Linien sind unsere Quiltlinien und das heißt, von der rechten Stoffseite steppen wir da jetzt herüber und ihr wählt euch einen Quiltstich aus. Das könnt ihr vorher einmal mit einem Probeteil testen und euch einen Stich auswählen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen gewählt, bei dem mehrfach über die gleiche Stelle gestickt wird, es aber sonst ein gerader Doppelsteppstich ist. Der ist aber etwas dicker und dadurch auch auffälliger. Fangt ganz außen an zu nähen an der Kante und näht auch bis zum Ende wieder ganz zur Kante. Quiltet jetzt nach und nach mit dieser Technik alle eure Schnittteile, sodass das Ganze so aussieht. Also alle markierten Linien jetzt einmal nach und nach parallel absteppen. Ich nutze hier vorgefertigtes Schrägband. Das kommt auf so einer Rolle. Und zeige euch jetzt, wie das mit so einem vorgefalzten Schrägband geht. Es ist ganz einfach, ihr könnt euer Schrägband aber auch selber fertigen und dann einfach im schrägen Fadenlauf zuschneiden auf die gewünschte Länge. Das ist ja im Schnittmuster angegeben. Und auch jeweils die beiden Seiten zu der Mitte des Schrägbandes bügeln, sodass es genauso aussieht wie hier so ein vorgefalztes. Ich schneide mir dann immer ein Stück ab mit ein bisschen Puffer für die Strecke, die ich als nächstes machen möchte. Und wir beginnen jetzt mit der Tasche. Deshalb habe ich mir jetzt ein Band zugeschnitten, was einmal komplett um die Tasche raken kann, mit ein bisschen Puffer. Ich beginne jetzt, mir das Band einmal bereit zu machen. Dafür falze ich jetzt eine Seite hier auf und genau in der Falzkante werde ich dann stecken und nähen. Den ersten Zentimeter klappe ich mir einmal ein und lege dann die Seite, wo die konvexe Kante ist, von der Falzung auf meinen Stoff auf die rechte Seite. Und dann stecke ich mir hier das Anfangsstück fest. Das Ganze ist ja im schrägen Fadenlauf zugeschnitten, deswegen ist das Band auch leicht dehnbar.
und kann so auch gut um so eine Rundung wie hier gelegt werden. Und auch da stecke ich es mir fest. Dann auch um die nächste Rundung. Und dann zeige ich euch, wie das mit den Ecken funktioniert. Wir nehmen unseren Streifen und falten ihn genau in einem 90-Grad-Winkel nach oben weg. So, dass jetzt quasi der Streifen mit der Kante der oberen Tasche fortlaufen würde. Falten ihn dann wieder zu der oberen Seite der Tasche. So sieht das dann aus. Stecke ich mir hier einmal eine Nadel, stecke dann die restlichen Seiten weiter. Bei der anderen Ecke mache ich das dann auch nochmal so. Ich falte das wieder jetzt genau so, dass das Band sozusagen die nächste Kante fortführt von der Richtung und falte es dann mit einem Knick nach unten in die nächste Richtung. Wenn ihr dann ringsherum gesteckt habt, dann könnt ihr jetzt auch schon besser abschätzen, ob die Länge von eurem Schrägstreifen gut ist. Bei mir war sie zu lang. Da schneide ich sie mir jetzt ein. Wenn die dann nur noch einen Ticken länger ist als der Anfang, so wie man es hier auch nochmal sieht, dann können wir anfangen zu nähen. Und zwar genau in der Falz, in der wir auch gesteckt haben. Wir beginnen dort, wo wir das Band auch angefangen haben zu stecken und nähen dann einmal ringsherum um unsere Tasche. Bei den Ecken ist es wichtig, dass wir die Stecknadel einmal entfernen und dann dieses Dreieck, das wir gebildet haben, in die nächste Richtung legen, sodass wir als erstes zu unserem Dreieck hier in die Spitze nähen können. Da lassen wir dann einmal unsere Nähmaschine die Naht verriegeln, schneiden das Ganze ab, legen dann hier unser Dreieck in die Richtung, aus der wir kamen und fangen dann genau hier in der Spitze wieder an zu nähen. Also genau auf dem gleichen Punkt. Verriegeln dort wieder. Und genauso geht es in der anderen Ecke dann auch noch. Wir legen also einmal unser Dreieck hier nach unten, nähen in die Spitze, immer noch in der Falzung, verriegeln dort. Wir nähen jetzt also nicht auf unser gefalztes Dreieck drauf, sondern nähen immer nur auf einer Lage von unserem Schrägstreifen. Wir legen das Dreieck dann wieder um, senken die Nadel wieder genau in die Spitze, verriegeln dort und nähen dann weiter. So, jetzt sind wir auch schon einmal rum. Das Band hier am Ende können wir einfach glatt liegen lassen, müssen es nicht zurückfalten, denn das liegt dann später innen. Und dann verriegeln wir wieder. Ich zeige euch hier die Ecke noch einmal in der Nahaufnahme. Von beiden Seiten habe ich genau bis hier in die Spitze genäht, aber nicht bis zur Kante, an die Stoffkante. So, wenn wir ringsherum genäht haben, dann können wir jetzt unseren Schrägstreifen zu der anderen Seite klappen. Kontrolliert einmal, ob ihr überall schön getroffen habt und dann könnt ihr den vorgefalzten Streifen einfach umklappen und hier vom Schatten der Naht so stecken, dass ihr, wenn ihr jetzt von oben nach unten durch den Stoff steckt, auf der Rückseite auch immer genau den Schrägstreifen trefft und so befestigt ihr dann einmal alles ringsherum. Also auf der Rückseite immer noch genau den Streifen treffen, das ist wichtig, denn wenn wir jetzt gleich steppen von dieser rechten Stoffseite aus betrachtet, ich nenne jetzt die Blümchenseite rechte Stoffseite,
dann möchten wir den Schrägstreifen noch befestigen, dass der sich also später nicht mehr nach außen klappen kann. Schaut bei den Ecken, dass ihr auch die schön umgefaltet bekommt. Und wenn ihr ringsherum gesteckt habt, am besten mit Quernadeln, so wie ich, dann nähen wir jetzt einmal auch hier wieder ringsherum. Wir nähen jetzt also hier von dieser rechten Stoffseite aus und nähen genau ganz knapp auf dem Streifen. Also nicht in dem Tiefpunkt von der Naht eben, sondern noch ganz knapp 1 mm daneben auf unserem Schrägstreifen. Das ist noch etwas leichter, den Schrägstreifen auf der Rückseite zu treffen, und das machen wir einmal ringsherum. Bei den Ecken nähen wir einfach eine normale Ecke, bei den Rundungen möglichst schön ordentlich drumherum, und anschließend solltet ihr einmal kontrollieren, ob ihr auch alle Stellen bei dem Schrägstreifen befestigt habt. Wieder dort angekommen, wo ihr angefangen habt, wird verriegelt, und das Ganze sollte dann so aussehen. Von der anderen Seite, schaut mal hier, ich habe beide Seiten befestigt vom Schrägstreifen und alle Kanten sind ganz hübsch. Wenn ihr beide Taschen vorbereitet habt, dann markiert euch doch auch gerne die Taschenposition auf der Seite, wo ihr die Taschen gerne befestigen möchtet, und steckt euch die Taschen dann genau bei dieser Position einmal auf euren Stoff fest. Die Tasche nähen wir jetzt in U-Form einmal an, sodass oben noch offen bleibt. Ich nähe die Taschen jetzt am äußeren Rand ringsherum auf in U-Form, und zwar nur so 1 mm von der Kante entfernt. Als nächstes schließe ich meine Schulternähte und auch die Seitennähte. Dafür lege ich die Vorderteile und Rückteile rechts auf rechts aufeinander und nehme mir dann auch Schrägstreifen dazu, die genau auf die Längen mit etwas Puffer zugeschnitten sind von den Nähten, die wir jetzt nähen möchten. Auch hier stecken wir dann die erste gefalzte Seite einmal fest. Das machen wir bei beiden Schulternähten so und auch bei beiden Seitennähten. Dann nähen wir jetzt 4 gerade Nähte. Wir gehen jetzt genau wie bei der Tasche vor. Den Schrägstreifen haben wir ja im Vorderteil befestigt. Daher falten wir jetzt alle Streifen in Richtung der Rückteile und legen damit auch die Nahtzugaben in Richtung des Rückteils und stecken dann unseren Schrägstreifen auf der unbefestigten Seite einmal auf das Rückteil. Anschließend steppen wir dann wieder auf den Schrägstreifen, und zwar genau knapp neben der Kante. Diese 4 Nähte, also erneut auf unseren Schulternähten und auch erneut auf unseren Seitennähten, schließen wir als nächstes. Wir nähen jetzt wieder knappkantig auf dem Schrägstreifen. Mit der gleichen Technik verarbeiten wir auch die Teilungsnähte des Ärmels. Wir haben ein großes und ein kleines Ärmelteil und beide legen wir rechts auf rechts aufeinander. Auch dafür schneiden wir uns wieder Schrägstreifen zu und stecken die dieses Mal von der Seite vom großen Ärmelteil durch beide Lagen. Das machen wir auf der anderen Seite für unseren Ärmel auch so, aber genau spiegelverkehrt.
Diese Strecke schließen wir als nächstes. Für die Technik gehen wir wieder genauso vor wie zuvor. Wir schließen als erstes diese Naht, falten dann die Nahtzugaben und die Schrägstreifen weg von der zuvor gefertigten Naht und nähen diese dann knappkantig an. Merkt euch genau diese Schritte, denn für alle Teile, die wir als nächstes zusammensetzen und die ich hier zeige, gehen wir genau in diesen Schritten vor. Ich zeige es hier noch ein letztes Mal. Anschließend zeige ich euch dann nur noch, welche Teile ihr wie zusammenstecken müsst, von welcher Seite ihr nähen müsst und wo es Besonderheiten gibt. Der Streifen wird jetzt auch hier knappkantig abgesteppt. Wenn ihr 2 gegengleiche Ärmel erzeugt habt, dann geht es weiter. Ihr werdet die Ärmel jetzt rechts auf rechts in der Hälfte falten und die Ärmelnähte aufeinander legen und stecken, sowie mit dem Schrägstreifen verbinden. Diese Strecke wird jetzt genau in den Schritten, wie ich sie zuvor beschrieben habe, geschlossen und das bei beiden Ärmeln. Bei dieser Naht ist auch das Umfalzen noch gleich, allerdings gleich das Nähen nicht, denn hier ist es etwas kniffliger, an die Naht heranzukommen. Das liegt daran, dass es sich hier um einen Tunnel handelt und wir dann immer, um an die bestimmte Stelle, bei der wir nähen möchten, unseren Stoff etwas weiter unter die Nähmaschine führen müssen. Ich beginne mit dem Nähen an der Armkugel, denn da ist es noch am leichtesten. Schwieriger wird es, wenn der Ärmel sich nach unten hin verengt. Ihr seht, ich führe jetzt immer etwas Stoff nach und arbeite mich dann Schritt für Schritt die Naht entlang. Wichtig ist, dass es eben nicht passiert, dass hier noch eine unerwünschte Lage mit eingenäht wird. Kontrolliert das auf jeden Fall, macht das Ganze langsam und bedacht und checkt auch am Ende nach der Naht noch einmal, ob alles geklappt hat. Anschließend können wir die Ärmel dann in die Armlöcher einsetzen. Dafür ist einmal wichtig zu bestimmen, welcher Ärmel in welches Armloch gehört. Die Naht im Ärmel, die Teilungsnaht, die gehört jeweils ins Rückteil. Die normale Ärmelnaht, die trifft auf die Seitennaht unseres Torsos. Ich habe meine Jacke jetzt so gewendet, dass die linke Stoffseite außen liegt und werde jetzt links auf links meinen Ärmel in das Armloch stecken. Ich beginne an der unteren Seitennaht, die auf die Ärmelnaht trifft, und stecke diese als erstes aufeinander. Dann stecke ich auch ein Stück im Vorderteil und ein Stück im Rückteil jeweils aufeinander vom Armloch und Ärmel. Und um das Ganze noch rundum festzustecken, greife ich dann hier einmal von der anderen Seite in mein Armloch hinein, nehme mir auch meinen Ärmel dazu und stecke dann die Schulternähte auf den höchsten Knips des Ärmels. Ihr seht, das Ganze passt dann ziemlich genau aufeinander. Nicht wundern, der Ärmel enthält etwas mehr Weite, das heißt, dass der Ärmel etwas größer geschnitten ist als das Armloch selbst. Das ist wichtig für die Bewegungsfreiheit. Die Mehrweite, die könnt ihr einfach gleichmäßig auf das Armloch verteilen. Das sieht man hier bei mir ganz gut. Es legt sich dann etwas so in Wellen und die Mehrweite immer dann wieder halbieren mit ein paar Stecknadeln auf der Hälfte der Strecke. Dann verteilt sich das sehr gleichmäßig und ist auch beim Verarbeiten kein Problem. Genäht wird dann einmal ringsherum und das machen wir genauso bei beiden Ärmeln an beiden Armlöchern. Nehmt euch auch hier wieder euren Schrägstreifen dazu, der genau für das Armloch passen sollte, und verarbeitet jetzt das Armloch wieder genauso wie zuvor, auch in den 3 Schritten. Erst den Schrägstreifen annähen und die Lagen damit verbinden, ihn dann überfalten zusammen mit den Nahtzugaben und anschließend knappkantig absteppen.
Beim Umfalzen und Stecken ist es hier wichtig, dass ihr nur durch die eine Lage stecht und nicht bis auf die andere Lage noch, zum Beispiel in das hintere Armloch. Dann wird auch wieder einmal ringsherum genäht und auch hier ist es wieder etwas kniffliger, an diese Naht zu kommen. Denn dafür muss man sich erstmal hier das gesamte Vorderteil beispielsweise unter die Nähmaschine ziehen. Denn wir möchten ja nicht das Armloch zusammennähen, dann könnte man nicht mehr hindurchgreifen, sondern wirklich nur auf der einen Lage nähen. Sobald man sich das Ganze positioniert hat, ist es dann aber einfach und wir nähen einmal ringsherum um das ganze Armloch. Als nächstes brauchen wir ein ganz langes Schrägband, denn wir werden jetzt hier einmal die Kante verarbeiten. Und zwar von unserem Halsloch entlang die vorderen Kanten und den Saum herunter, alles in einem. Danach folgen noch die Ärmelsäume, die sind dementsprechend deutlich kürzer. Und dort nähen wir ringsherum. Dann nähen wir noch die Druckknöpfe an. Die Positionen dafür findet ihr auch im Schnittmuster. Auf der einen Seite von unserer Jacke nähen wir nur die Druckknopfteile an mit der Spitze und auf der anderen die mit der Höhle. Durch jedes der Löcher außen an unserem Druckknopf nähen wir so 3-4 Mal, um das Ganze auch wirklich zu befestigen und nähen dann nach und nach alle Druckknöpfe bei unserer Jacke an. Ich habe jetzt darauf geachtet, immer beim Nähen in den Stofflagen zu bleiben, damit die Jacke sich auch schön wenden lässt. Wenn ihr möchtet, dann näht auch super gerne euer Stoffetikett ein. Wenn ihr das nicht auf einer Lage haben möchtet, die ihr auch nach außen tragen möchtet, wenn ihr die Jacke wendet, dann könnt ihr das zum Beispiel auch in die Tasche einnähen. Und dann ist das Ganze geschafft. Gebt eurer Jacke nochmal einen abschließenden Steam und bügelt sie einmal richtig schön ab. Vor allem auch die ganzen Schrägbänder. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Tragen. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, du hast dir ein richtig cooles Hinguckerteil gezaubert und holst dir damit ganz viele Komplimente ein. Ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Nähprojekt und bis dahin fühl dich gedrückt.